In den letzten 15 Jahren habe ich so lange gibt es die Anwendertagung schon, habe ich diese Abschlusssession jeweils mit Samuel Iseli zusammen gemacht. Mitgründer der Vertec und ein geschätzter Geschäftspartner während den letzten 30 Jahren. Heute wird das nicht so sein, ich mache das mit Tobi Häusler, den Sie schon von der von den Vorstellungen vom neuen Release kennen. Warum ist das so? Samuel hat sich entschieden, nach sehr vielen Jahren bei Vertec noch andere Herausforderungen zu packen, beruflich, und wird darum ab Ende Jahr bei uns nicht mehr in der Entwicklung mitarbeiten. Er wird uns aber als Verwaltungsrat und Miteigentümer nach wie vor erhalten bleiben. Ich bitte Samuel für eine kurze Verabschiedung kurz auf die Bühne. Ja, vielen Dank, Claudio, für die netten Worte. Die letzten die Jahre mit Vertec war eine extrem spannende und auch lehrreiche Zeit für mich. Es hat enorm Spaß gemacht, zusammen mit dir, Claudio, und zusammen mit all den anderen tollen Leuten diese Firma gemeinsam aufzubauen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz darauf, was wir damit erreicht haben. Nun zieht es mich zu neuen Ufern. Ich werde ab nächstem Jahr mich eher in der Solarenergiebranche engagieren. Genau, aber das Schöne daran ist, das Gehen von der Vertec, ich mache das mit viel Vertrauen, oder sagen wir mal, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Woran liegt das? Wir haben mit Tobias Häusler einen Entwicklungsleiter, in den ich mein vollstes Vertrauen habe. Tobias ist jünger und schneller als ich und ich bin total überzeugt, dass mit ihm als Leiter Entwicklung dass die Vertec Software prächtig gedeihen wird. In diesem Sinne sage ich Ihnen allen auch auf Wiedersehen, wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Bühne, aber vielleicht sonst wo im Leben, wer weiß. Vielen Dank. So, ja, ich sehe überall alles, das ist gut. Was ist Vertec? Sie kennen es, wir bewerben das seit vielen Jahren als CRM- und ERP-System für Dienstleistungsbetriebe. Und was meinen wir damit? Wir meinen, das CRM, wir haben das auch bei UTG gesehen mit den Aufgabengebieten CRM, Beziehungspflege, Verkauf und ERP, Mandatsmanagement, Abwicklung, Budget etc., dass man das in einem System hat, und unserer Meinung nach kann man die in einem Dienstleistungsbetrieb oder Professional Services, was vielleicht genauer ist, gar nicht so recht trennen, oder? Denn meistens ist es so, dass die besten Berater sind auch die besten Verkäufer, die besten Anwälte sind die Partner haben die Beziehungen, meistens gibt es vielleicht gar keinen Verkäufer, keinen expliziter, oder der macht nur die ersten Kontakte. Und so glauben wir eigentlich, dass die beiden Bereiche im Dienstleistungsbetrieb gar nicht so richtig auseinander gerissen werden können. Oder? Auch Projekte werden nie so abgerechnet wie verkauft, und Change Requests sind eigentlich an der Standardordnung. Sie werden aber in kurzer Zeit die erweiterte Grafik finden, wo wir hier noch das DMS hinzufügen werden. Und ich möchte das kurz erläutern, warum wir das tun. Document Management System ist ein dicker Begriff. Oder? Werden wir jetzt ein DMS machen? Nein, das tun wir nicht. Aber wir sind der Meinung, dass für einen Betrieb, der schon CRM und ERP von Vertec nutzt, wo auch Dokumente anfallen, es sinnvoll ist, diese auch mit Vertec zu managen bis zu einem gewissen Grad. Wir sind hier keine Konkurrenz zu den großen DMS-Systemen, da haben wir heute schon die Namen iManage,
und M-Files gehört. Sehr beliebt bei Ihnen ist auch SharePoint, wo es Schnittstellen gibt. Das ist also keine Ablösung von dem, sondern es ist eine Ergänzung. Oder? Warum schreiben wir jetzt das dahin? Der Hauptgrund ist, dass hier sehr viel Entwicklung bei uns stattgefunden hat und vermutlich auch noch weiter stattfindet. Was verstehen wir also da unter DMS bei uns? Wie hat sich die Vertex-Software rund um Dokumente entwickelt? Was es ja schon immer gab, sind Aktivitäten, die auf ein Dokument verweisen. Oder? Ein Link, vor vielen Jahren einfach auf ein Filesystem, auf einen File-Server, seit geraumer Zeit auch zu einem DMS, eben zum Beispiel SharePoint oder die noch mächtigeren Produkte. Und so war das lange Jahre, oder? Das Dokument war nicht in Vertex drin, sondern Vertex kannte den Link. Also man öffnete die Aktivität und konnte dann dorthin navigieren, wo das Dokument eigentlich liegt. Wir haben hier mit 6.5 einen ersten Riesenschritt gemacht, das zu erweitern, dieses System, nämlich mit der Einführung oder dem Release der Outlook-App. Die Outlook-App speichert E-Mails ab. Die ist ja direkt im Outlook in einem Sidebar, haben wir jetzt heute nirgends gesehen, weil es auch weniger Erweiterungen da gibt. Die E-Mails landen aber direkt im Vertex auf der Aktivität. Man sieht da direkt die Vorschau, man kann das E-Mail weiterversenden, man kann es einsehen. Und das wird auch von vielen von Ihnen genutzt, das sieht man auch an den Forumsdiskussionen an. Die Forumsdiskussionen sind da besonders hitzig, wenn es um die Outlook-App geht. Es kam ein weiterer Schritt mit 6.7, das ist der aktuelle Release, das war letztes Jahr, nämlich die integrierte Dokumentspeicherung. Die integrierte Dokumentspeicherung ist eine Alternative zur Speicherung der Dokumente in einem externen System. Da werden also die Dokumente direkt auf der Vertex-Aktivität gespeichert und sind also über Vertex, also auch cloudfähig einsehbar, also auch über die Web-App und neu ja auch dann über die Phone-App. Das würde nicht gehen mit einem System, mit einem File-basierten, also File-Server-basierten System. Die Integration geht da so weit, dass man für Word, PDF hat man eine Vorschau, direkt auf der Aktivität, man kann das Dokument öffnen. Wenn man die Cloud-App verwendet unter Windows, kann man sie auch bearbeiten direkt, was dann das Dokument sperrt. Geht also ein kleines Check-in, Check-out da. Jetzt die Riesenerweiterung haben Sie natürlich gesehen, jetzt mit 6.8. Gerade in dem Bereich, oder? Man könnte eigentlich sagen, das ist, neben BI ist das ein Fokus, oder, von diesem 6.8 Release, nämlich das Dokumenthandling. Also die Volltextsuche inklusive eben die Dokumente. Was wir nicht gesehen haben, sind die E-Mails, aber die sind da auch drin. Auch die Attachments in den E-Mails werden gefunden. Da hat man dann oben, haben Sie gesehen, da kann man auswählen, oder, wo man suchen will. Wir haben gesehen Aktivität Dokument, da steht dann Aktivität E-Mail. Und so ist also der gesamte auch E-Mail-Verkehr, den Sie haben, oder, mit den Kunden, ist über die Volltextsuche abgreifbar und auch die Dokumente. Und das auch in der Phone-App. Wir glauben, wir haben so eigentlich ein sehr leichtgewichtiges und abgerundetes System, das wir jetzt DMS-Features nennen, und wir können uns sehr gut vorstellen, das sehen wir auch bei der Roadmap, je nach Ihrem Feedback und der Akzeptanz, dass wir da noch weitere Funktionen in Zukunft hinzufügen werden. Ja, wenn Sie gewisse Dinge einsetzen oder nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den Vertex-Betreuer oder auch gerne über das Vertex-Forum. Wir haben das heute schon ein paar Mal gehört, da gibt es Power-User. Ich würde Sie natürlich alle sehr gerne als Power-User da sehen. Ja, danke. Bin ich zu hören? Ja. So, ich durfte Ihnen gerade eben schon ein bisschen mit Ihnen in die nahe Zukunft von Vertex schauen, nämlich den Release 6.8, der jetzt ansteht. Und jetzt darf ich auch noch etwas in die fernere Zukunft blicken. Nach 6.8 kommt 6.9? Nein, bei uns wahrscheinlich nicht. Bei uns wird nach 6.8 aller Voraussicht nach ein Vertex 7.0 kommen. Vertex 7.0 ist bei uns das Projekt, eine neue Generation von Vertex-Clients zu entwickeln. Es wird eine komplette Neuentwicklung sowohl der Windows- als auch der Web-App geben.
Unsere Ziele dabei sind, eine neue, modernere Oberfläche Ihnen zu bieten, das Design zu überarbeiten, in dem Zuge auch bekannte Usability-Probleme, die es so gibt, anzugehen und zu optimieren, zum Beispiel das Arbeiten mit vielen offenen Tabs. Wir werden Dashboards einfügen, sowohl als Einstiegsseite, Cockpit könnte man sagen, als auch für Objekte. Und es wird einen Dark Mode geben. Und da möchte ich Ihnen so ein bisschen einen Sneak Peek geben, was aktuell unsere Designvorstellungen sind. Das erste wäre mal das, was Sie hier sehen, ist ein Projekt, ComInstall, und von diesem Projekt das besagte Dashboard. Auf diesem Dashboard werden Sie konfigurativ die Möglichkeit haben, sogenannte Widgets zu platzieren. Funktioniert das hier? Ja. Das hier wäre als Beispiel ein Aktivitäten-Widget, das quasi die Aktivitäten des Projekts als Feed darstellt. Wenn Sie sich das so anschauen, sieht das recht ähnlich aus wie das, was Sie eben in der PhoneApp gesehen haben. Das ist völliger Zufall. Daneben gibt es als andere Beispiele 2 Diagramme, die in dem Fall Daten aus der Ressourcenplanung oder dem BI grafisch darstellen. Und die klassische Detailseite, die Sie Stand heute haben, die gibt es natürlich auch noch. Die ist jetzt hier auf die Seite gerückt. Die wird ein bisschen in den Hintergrund treten, gerade bei solchen Objekten wie Projekten, bei denen man ja üblicherweise zur Projektanlage am Anfang einmal einige Daten pflegt, aber dann hinterher eher mit dem Objekt oder den untergeordneten Objekten arbeitet, als selbst auf dem Projekt noch Daten zu pflegen. Genau. Widgets und Dashboards habe ich kurz gesagt. Die klassische Detailseite tritt in den Hintergrund. Sie ist nicht weg. Auch Ihr Customizing, das Sie über die Zeit gemacht haben, ist natürlich noch da. Und je nach Objekt kann man sich entscheiden, ob man das eine oder das andere möchte. An die Stelle der Detailseite treten diese Dashboards. Und unser Ziel ist es, hier eine möglichst einfache Konfiguration durch vorgefertigte Widgets auszuliefern, die Sie einfach konfigurativ anpassen können, indem Sie einfach Low-Code-mäßig sagen, hier bitte Daten aus der Ressourcenplanung von den Bearbeitern des Projektes zum Beispiel. Das wäre ein Beispiel für den Dark Mode. In dem Fall ist das eine Aktivität, eine E-Mail. Auch hier das Relevante in dem Fall der E-Mail ist der E-Mail-Text, die Vorschau, die ist zentral in der Mitte, groß. Und die Detailseite geht hier ein bisschen in den Hintergrund, ist aber natürlich auch noch da. Als nächstes größeres Thema wenden wir uns unseren Listen zu, mit denen jeder Vertec-Anwender üblicherweise relativ viel arbeitet. Wir wollen da weitere Möglichkeiten einbinden, zum Beispiel die Möglichkeit, Listen ad hoc zu filtern. Stand heute haben Sie die Suchfunktion in Listen. Wir wollen auch die Möglichkeit bieten, dass Sie die Liste ad hoc einschränken können, jeder User für sich. Wir stellen uns neue grafische Elemente wie Progress Bars oder Ampeln vor. Und es wird die Möglichkeit geben, Listen zu gruppieren und Zwischensummen einzufügen. Das könnte ungefähr so aussehen. Hier haben wir eine Liste, in dem Fall aller aktiven Projekte. Und hier oben sind die Filtermöglichkeiten, mit denen ich diese Liste einschränken kann. Sie sehen hier beim Projektleiter dieses aktivierte Summensymbol, was bedeutet, dass die Liste nach Projektleiter gruppiert ist und dann quasi pro Projektleiter eine Summenzeile, eine Zwischensumme eingefügt wird, zusätzlich zur Gesamtsumme, die Sie schon kennen, hier unten. Und dann gibt es auf der Seite noch hier diese grafische Darstellung des zu verfügbaren Restbudgets als kleines Beispiel. So, an der Stelle kann ich wunderbar auf die Roadmap umswitchen oder überleiten. Wir sind jetzt gerade bei Vertex 6.8, das in den nächsten Wochen released werden wird. Wir stellen uns ein Vertex 7.0 2025, 2026 ungefähr vor und Vertex 7.1 dann voraussichtlich 2026. Und wir werden, wie schon gesagt, komplett neue Applikationen für Windows und Web bereitstellen.
mit neuem UI, mit den Widgets und Dashboards und mit den Listenfeatures. Und wie das so ist, wo Neues kommt, muss Altes gehen. Die Vertex 6.0 Applikation werden wir mit 7, oder die Vertex 6 Applikation, die Sie Stand heute kennen, werden wir mit Vertex 7.0 noch ausliefern, aber mit Vertex 7.1 dann deren Ende einläuten. Ja, ich habe schon einiges über Dokumente DMS gesagt und hier geht es jetzt darum, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Also wo wir ja jetzt stehen, ist, dass wir die Volltextsuche releasen und die Phone-App, die Dinge, die Sie gesehen haben in der Einführungssession. Und was wir uns sehr gut vorstellen können, nach 6.8, vielleicht sogar noch vor 7.0, ist, dass wir die Volltextsuche erweitern um Bilder, also dass man Texte in Bildern auch findet über die Volltextsuche. Wir haben da insbesondere Spesen- und Kreditorbelege, also Scans von Kreditorbelegen und abgefotografierte Spesenbelege, wie Sie es bei Tobi Wilke gesehen haben im Kopf. Eine sehr wichtige Erweiterung, die wir auch nach 6.8 anpacken wollen, ist die Signierung von Dokumenten. Weil die ja, wenn man das mit der integrierten Dokumentspeicherung nutzt, ja in Vertex sind, haben wir auch die gesamte Freiheit, das zu tun. Was damit gemeint ist, dass Dokumente einen Timestamp kriegen können. Das ist unserer Meinung nach eine der ganz wenigen Möglichkeiten, Dokumente über lange Zeit auch rechtssicher aufzubewahren. Das wird ein Cloud-Dienst von uns sein, den aber alle Kunden nutzen können, also auch On-Prem. Den größten Nutzen wird es natürlich im Lieferantenrechnung, Eingangsrechnung, Kreditorbereich stiften, weil man da auch die Aufbewahrungsfrist hat und immer weniger Leute, die Dokumente auch auf Papier, sagen wir 10 Jahre aufbewahren für die Steuern. Ich möchte, weil hier Signierung steht, ich möchte betonen, es geht nicht um die Unterschrift, also die Vertragsunterschrift unter Dokumente, das Unterzeichnen von Dokumenten, sondern es geht darum, beweisen zu können, dass sich ein Dokument seit einer gewissen Zeit nicht mehr verändert hat. Wie es weitergeht, denke ich, da müssen Sie auch mit voten, zum Beispiel nachher in der Roadmap, aber sehr gerne auch, wenn Sie die Features einsetzen, die wir released haben, auch zur Volltextsuche. Wir sind da auf Ihr Feedback angewiesen. Eine Möglichkeit ist über das Forum, eine andere ist, mit Ihrem Vertex-Betreuer zu reden, eine dritte ist die Kundenzufriedenheitsumfrage, die kommt jetzt dann nächstens mal. Also, wie das dann nach 7.0 weitergeht mit dem DMS, das ist noch offen. Genau, das nächste Thema, dem wir uns widmen werden, ist das Fremdkostenmodul im Allgemeinen. Sie haben schon gerade eben in der Präsentation die automatische Spesenerkennung gesehen. Wir haben in dem Fall über die Phone-App einen Spesenbeleg hochgeladen und die Daten wurden automatisch erkannt. Etwas Vergleichbares wollen wir auch für Kreditoren, für Eingangsrechnungen bereitstellen. Außerdem gehört zu dem Komplex das Thema E-Rechnung, denn auch das ist da natürlich relevant. Und für Vertex 7.0 denken wir über ein größer angelegtes Redesign des Fremdkostenmoduls nach, um zu erreichen, dass diese Daten, Kreditoren, Auslagen und so weiter noch einfacher erfasst werden können. Wir kommen zu einem letzten Thema, nämlich die Cloud-Fähigkeit. Das ist ein Thema, sind wir seit 10 Jahren dran. Und was wir damit meinen, ist, dass eine gewisse Funktion unabhängig von Ihrem LAN und der Desktop-App, also einer Fat-Client-App, funktioniert, also in einer Web-App, in einer Phone-App. Neue Features wie zum Beispiel eine Outlook-App oder die integrierte Dokumentspeicherung bauen wir natürlich von Anfang an so, dass sie überall laufen, zum Beispiel eben auch im Cloud-Abo. Aber es gibt gewisse alte Features, die sind noch da und machen uns Sorgen. Und das größte davon ist im Moment noch die Telefonieintegration. Die ist im Moment noch TAPI-basiert, das ist dieses sehr instabile Ding von Microsoft, das niemand mehr einsetzen will, aber es wenig Alternativen gibt. Und das läuft auch jetzt nur unter der Desktop-App, die wird aber da oben spätestens dann nicht mehr released werden. Das heißt, wir nehmen uns vor, da bei der Telefonieintegration einen Schritt zu machen, auch auf 7.0.
Das wäre auch das letzte dieser etwas größeren Funktionalitäten, die noch nicht cloudfähig sind.